Oh, du wunderbare Silikonform für den Omnia-Backofen. Du bist das beliebteste Zubehör für den kleinen Ofen und auch das Zubehör, für das ich die meisten Supportanfragen bei mir im E-Mail-Fach finde. Hast du dich schon mal gefragt, warum es Silikonform für den Omnia-Backofen in verschiedenen Farben gibt? Oder benutzt man die Silikonform für alles, was man im Omnia-Backofen macht? Oder auch, warum sieht meine Silikonform vielleicht nach der erstmaligen Benutzung so aus? Ich habe für dieses Video eigentlich geplant, dass wir diesmal die Silikonform mal genau unter die Lupe nehmen. Ich gebe euch Tipps, ich gebe euch Informationen und zeige euch auch, wie ihr das verhindern könnt. Und deswegen erstmal herzlich willkommen bei Für Reifen und ein Klo. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, die Silikonform 2.0 ist das. So ist die Bezeichnung dieser Silikonform. Die gibt es seit ungefähr 4 Jahren für den Omnia-Backofen. Warum heißt die Silikonform 2.0? Gab wohl auch mal eine 1.0. Nein, aber gab es wirklich. Und zwar gab es diese Silikonform. Die zeige ich euch jetzt einfach nur mal, damit ihr wisst, warum die 2.0 heißt. Ich suche mal eben einen kleinen Omnia zusammen. Wartet mal kurz. Ich zeige euch jetzt mal den Unterschied, warum 2.0 und das alte Modell. Ihr seht jetzt schon mal den Unterschied, dass halt die alte Omnia-Silikonform bis über den Rand ging und die ist jetzt hier verkürzt, abgesehen natürlich von den Farben. Diese Silikonform wurde aus dem Verkehr genommen. Omnia hat überarbeitet, das hatte den Grund, viele haben vielleicht diese Silikonform noch und können das jetzt bestätigen. Die hat sich während des Hitzevorgangs, hat die sich halt immer hier ein bisschen gewellt. Und dadurch ist dann auch manchmal die Silikonform hochgegangen, der Deckel hat nicht mehr gepasst. Und ja, das war eine Nachbearbeitung, warum die Silikonform hier jetzt verkürzt ist. Ich denke mal, ist eigentlich so nicht das schlimmste Übel. Das schlimmste Übel war, dass es hier am Kamin anfing zu schmoren und ja, teilweise Feuer gefangen hat. Und dann hat Omnia gesagt, okay, wir arbeiten die jetzt um, wir verkürzen die hier mal. Das Material ist dicker geworden und wir verkürzen die auch im Rand, damit man halt erstmal eine Gleichmäßigkeit hat von der Silikonform und dass das hier sich halt nicht mehr so wellt. Ja, viele sind natürlich traurig deswegen gewesen, weil, wie man sieht, hier ist natürlich mehr Fassungsvermögen und hier passt halt nicht mehr so viel rein. Aber man muss jetzt auch mal den Gedanken des Herstellers sehen, der dann gesagt hat, passt auf Leute, ich habe eine Fürsorgepflicht, ich kann nicht garantieren, dass eure Bude nicht in Flammen steht. Wir ändern die jetzt um und diese wurde aus dem Verkehr gezogen. Die gibt es auch jetzt seit ungefähr 4 Jahren, bestimmt nicht mehr. Von daher, wer die noch hat, kann die weiter benutzen und die anderen können hinterher trauern oder ja, die gibt es halt nicht mehr. So ist es. Also Silikonform 2.0. Das ist mal der geschichtliche Hintergrund, warum 2.0. Ja, diese Silikonform ist jetzt in Rot, die bekommt ihr auch immer einzeln. Es gibt noch 2 weitere Farben, das ist einmal Beige und Rostbraun. So, das sind diese. Also noch 2 weitere Farben, warum ist das so? Ja, die bekommt ihr wie gesagt immer einzeln und die Kunden haben aber gesagt, wir hätten gerne eine Silikonform für Herzhaftes und Süßes. Und Omnia ist dann hergegangen und hat gesagt, kriegen wir hin, machen wir. Wir machen eine Dur, das ist die Dur, die gibt es immer nur im Doppelpack und hat halt 2 verschiedene Farben für Herzhaftes und Süßes. Ja, finde ich eine coole Idee. Ich hätte es schöner gefunden, wenn man die jetzt getrennt bekommt, weil viele haben ja schon die rote und die müssen sich jetzt zu helfen wissen. Viele haben halt entweder was draufgeschrieben, haben draufgeschrieben Kuchen oder herzhaft oder wie auch immer, haben sich halt kenntlich gemacht, dass sie genau wissen, was für eine Silikonform ist das denn jetzt. Nur warum haben die das gemacht? Liegt daran, dass die Silikonform manchmal auch Gerüche angenommen hat. Und das ist halt das Problem, wo einige gesagt haben, ich möchte keinen Knoblauch-Schokokuchen, der ist ja auch nicht lecker. Also wäre diese Möglichkeit natürlich gegeben. Ich sage euch später noch mal einen kleinen Trick, wie man es vielleicht mit dem Geruch vermeiden kann. Da kommen wir gleich noch mal zu. Jetzt sind wir erstmal bei den 3 Farben. Ja, wer Glück hat, der hat eine Freundin oder einen guten Freund und man kann sich die teilen.
Ihr werdet demnächst in unserem Shop ein Angebot finden, wo wir die tatsächlich einzeln anbieten. Wir haben das schon mal gemacht, das ist sehr gut angenommen worden. Ihr hattet die Anfragen erneut gestellt an uns. Wir haben gesagt, okay, wir haben die Möglichkeiten, wir machen das und wir werden die jetzt wieder teilen. Das heißt, ihr könnt demnächst in unserem Shop reinschauen und ihr könnt euch die unter der Silikonform, unter dem Produkt aussuchen, in Rot, in Rostbraun oder in Weiß. Ja, Unterschied im Material gibt es nicht. Das Material ist immer das gleiche, es ist nur ein Unterschied in den Farben. Und welche Farben ihr dann für was benutzt, das bleibt auch euch überlassen. Ja, zu der hellen möchte ich noch einen kleinen Hinweis geben. Es kann sein, dass hier wirklich Sachen abfärben. Also ich habe eine Silikonform, da ist es leider einiges abgefärbt. Ich glaube, das war Zimt oder Curry, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ist nur was Optisches. Wenn ihr sagt, das ist sowieso immer für Herzhaftes und das macht mir nichts, völlig in Ordnung, wollte ich nur als Hinweis geben. Viele wissen das nicht und beschweren sich nachher. Es kann passieren. Ja, ist aber wie gesagt nur was Optisches. Sind aber ansonsten alle drei gleich und sehr sinnvoll. Jetzt einmal zu der Frage, ob man die Silikonform immer verwenden muss. Also grundsätzlich kannst du die Silikonform für alles verwenden, was du im Omnia-Backofen zubereitest. Es ist völlig egal, ob das ein Auflauf ist, ein Kuchen oder ein Brot. Grundsätzlich kannst du die für alles verwenden. Ich kann dir allerdings Tipps geben, wobei ich sie verwende und warum ich sie nicht bei einigen Sachen verwende. Zum Beispiel würde ich sie nicht bei Brot verwenden. Bei Brot ist es so, da nutze ich wirklich die absolute Hitze von der Backform. Brot möchten wir immer eine knusprige Kante haben, das soll knackig sein und da ist die Silikonform meines Erachtens nicht gerade sinnvoll, weil in der Silikonform bildet sich halt immer Feuchtigkeit, was ein gewünschter Effekt von Silikon ist, aber bei Brot ist dieser Effekt halt nicht so toll. Man merkt es minimal. Also man merkt es nicht so doll, es wird nicht nass oder sowas, da braucht ihr keine Angst haben. Aber es ist ein Unterschied, ob ihr das in der Backform direkt macht oder halt in der Silikonform beim Brot. Da finde ich, verändert sich schon einiges. Probiert es einfach mal aus. Könnt auch mal in den Kommentaren schreiben, was ihr für Erfahrung gemacht habt, wenn ihr Brot backt. Wenn ihr jetzt Angst habt, dass ihr das Brot nicht aus der Form bekommt, ich habe auf meinem Blog ein Backtrennmittel. Das ist so ein Oma-Rezept mit irgendwie Palmin oder Kokosfett und Mehl. Ich verlinke euch das mal, ich schreibe es da unten noch mal in der Beschreibung rein, wo ihr das findet. Das ist nämlich echt ein Zaubermittel und damit flutscht jedes Brot tatsächlich aus dieser Form raus und ihr braucht keine Angst haben, dass es festklebt. Für Kuchen ist es allerdings ganz anders, denn da ist die Silikonform ein absolutes Muss. Also ich finde, wenn man das Brot in der Backform macht, dann ist die Backform da wieder viel zu heiß und der Effekt, den ihr dann beim Kuchen habt, der ist dann nicht so toll. Ich habe da mal einen Kuchen gebacken vorhin. Den habe ich nur in der gefetteten Backform gemacht, ein bisschen ausgemehlt und habe den Kuchen da rein gemacht. Der war jetzt auf 30 Minuten auf ganz, ganz winziger Flamme. Der sieht oben ja recht schön aus, aber wenn ihr den umdreht, ist der wirklich sehr, sehr dunkel. Ja, der ist auch sehr hart, er ist auch hier in der Mitte sehr schwarz. Das liegt einfach daran, weil er ohne Silikonform gemacht wurde. Wenn ihr das mit der Silikonform macht, dann wird er wesentlich heller, weil die Silikonform schluckt halt einiges von der Hitze. Abgesehen davon bekommt ihr den Kuchen auch viel einfacher aus der Form. Ja, für herzhafte Sachen wiederum mache ich auch nur in der Backform. Ihr könnt das natürlich, wenn ihr das nicht darin machen wollt, aus irgendwelchen Gründen auch immer, könnt ihr natürlich die Silikonform verwenden. Das ist überhaupt kein Problem. Ich mache es nur aus zwei Gründen nicht. Einmal hatte ich ja gerade schon erwähnt, dass sich in der Silikonform immer Feuchtigkeit bildet. Das hat natürlich auch bei herzhaften Sachen den Effekt, dass die Feuchtigkeit natürlich auch dort enthalten ist. Das heißt, es bleibt alles ein bisschen flüssiger. Hinzu kommt, man kann ja sehen, dass die Silikonform verkürzt ist. Das heißt, ich habe auch viel weniger Fassungsvermögen. Ich kann ungefähr nur bis hierhin kann ich ungefähr nur die Silikonform füllen. Das heißt, mir fehlt wirklich einiges an Fassungsvermögen und wenn ich das in der Form an sich mache, dann habe ich natürlich viel mehr Fassungsvermögen. Ich habe eine enorme Hitze durch die Backform und dadurch kann natürlich auch einiges an Feuchtigkeit verdunsten. Und die Soßen haben halt den Effekt dann auch, dass sie cremiger werden, die Flüssigkeit wird halt verdunstet
Und ihr habt einen ganz anderen Effekt, als wenn ihr das mit der Silikonform macht. Aber wie gesagt, das ist jetzt mein Tipp und mein Empfinden. Ihr könnt das ohne weiteres mit der Silikonform machen. Da würde ich nie sagen, nee, macht das niemals. Das bleibt wirklich euch überlassen. Ich kann euch halt nur die Gründe sagen, warum ich es nicht mache und was meine Erfahrungen daraus sind. Auch hier könnt ihr mir gerne mal einen Kommentar hinterlassen, wie ihr das handhabt. Macht ihr eure herzhaften Sachen eher mit der Silikonform oder in der Form selber? Es gibt ja auch mittlerweile die Möglichkeit, die beschichten zu lassen. Da gibt es auch einen großen Beitrag auf meinem Blog. Wer jetzt Angst hat, aufgrund des Materials das nicht zu machen und dann auch sagt, ja, die Bianca hat schon ein bisschen recht, das ist schon ein bisschen anders und man kriegt da nicht so viel rein, dem kann ich die Beschichtung ans Herz legen. Ich verlinke euch den Beitrag dazu und dann wisst ihr auch, was ich dazu meine. So, das war erstmal zum Thema und zu der Frage, benutze ich die Silikonform immer? Eine weitere Frage ist immer, muss man die Silikonform bei jeder Benutzung einfetten? Also bei Silikon ist es so, dass man, ist egal welche Silikonform, es geht jetzt nicht nur um die Omnia-Silikonform, sondern alle Silikonformen, die sollte man bei der erstmaligen Benutzung einfetten. Silikon ist ein rückfettendes Material und das müsst ihr jetzt ein bisschen aktivieren, sage ich jetzt mal. So, und das macht ihr halt, indem ihr die Silikonform einfettet. Das könnt ihr mit einem Fett eurer Wahl machen, Margarine, Öl, sollte vielleicht geschmacksneutral sein, das heißt Sonnenblumenöl, Rapsöl geht super oder halt einfach Margarine, nehmt ihr auf einem Küchentuch oder mit einem Pinsel einmal einfetten. Braucht ihr wirklich nur bei der erstmaligen Benutzung machen. Danach müsst ihr die halt nur noch reinigen und braucht die nicht mehr einfetten. So viel zum Thema, muss ich sie mal einfetten. Die Silikonform reinigen. Wie reinigt man am besten Silikonform? Damit keine Geruchsstoffe entstehen. Das heißt, wir hatten ja vorhin, dass es für herzhafte und süße Silikonformen gibt. Das kann man vermeiden, also diesen Geruchsstoff, indem man die Silikonform immer kalt mit ein bisschen Spülmittel auswäscht. Kalt deswegen, da die Kälte zieht halt die Geruchsstoffe aus den Poren raus und das Spülmittel spült halt das Fett mit raus, sodass ihr auch wieder eine sehr nette Silikonform habt nach der Reinigung. Das war auch mein Tipp, wo ich gerade darauf eingehen wollte, wo ich vorhin gesagt habe, den kriegt ihr später mal. Ihr müsst nicht unbedingt 2 Silikonformen haben. Wenn ihr die wirklich von Anfang an mit kaltem Wasser auswascht und mit Spülmittel reinigt, dann sollten da keine Geruchsstoffe passieren und sich festsetzen. Allerdings kann es immer mal passieren. Da kann sich keiner von freisprechen. Ich hatte irgendwann eine Zimtlasagne. Und wie ist das passiert? Ich habe eine Lasagne gemacht in der Silikonform und der Frank, meine nimmersatte Raupe, die hat die Silikonform ausgewaschen, allerdings mit warmem Wasser. Und schon ist es passiert. Ich habe danach umgekehrt, ich habe erst einen Zimtkuchen gemacht, den hat er falsch ausgespült und dann habe ich eine Lasagne gemacht. Und die Lasagne hat dann nach Zimt geschmeckt. War nicht lecker. Nein, also es kann immer passieren, von daher bitte kalt auswaschen mit ein bisschen Spülmittel. Wenn sich die Silikonform irgendwann mal fettig anfühlt, das passiert, das ist bei jedem Silikon so, weil es ein rückfettendes Material ist, dann fühlt die sich wirklich richtig eklig an und es ist nicht mehr schön und ja, nicht toll. Wenn ihr die nicht mehr sauber kriegt mit Spülmittel und kaltem Wasser, dann könnt ihr die auch in die Spülmaschine geben. Bei 65 Grad lasst ihr die einfach eine Runde durchlaufen. Ich quetsche die dann auch immer regelmäßig alle mal in die Spülmaschine rein und lasse die dann bei 65 Grad einfach mal durchspülen. Funktioniert und funktioniert super. Jetzt ist natürlich die Frage, ihr habt doch gerade gesagt, kaltes Wasser. Ja, bei der Spülmittelaktion ist es halt immer anders, weil es wird nachher nochmal zum Schluss, wird wohl alles nochmal kalt gespült, wenn man mir das richtig erklärt hat. So, das aber mal dahingestellt, aber es funktioniert. Und es passiert auch nichts. Ich habe ein Video gesehen, wo man davon abrät, nein, der Hersteller gibt auch an, die Silikonformen, egal welche, die sind Spülmaschinen geeignet. Und es stimmt, die könnt ihr tatsächlich in die Spülmaschine stecken. Ich mache das wirklich regelmäßig, sind meine Silikonformen alle mal so ein bisschen gequetscht und liegen oben alle drin. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bei mir in der Spülmaschine im oberen Fach besser ist. Ihr müsst halt mal ausprobieren, wo es für euch besser ist, wo bei euch die Strahlen stärker sind oder wie auch immer. Und wenn es halt bei der ersten Wäsche nicht klappt, packt die nochmal rein. Am Anfang habe ich meine Silikonformen wirklich 2-3 Mal teilweise gewaschen, weil die sehr oft im Gebrauch sind und die
Ich habe den Eindruck, die verfetten auch schneller, wenn man die länger nicht braucht. Ich glaube, dann müssen die einfach mal so ausdunsten. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die nicht schön, die sind nicht ansehnlich, die fühlen sich fürchterlich an. Ab damit in die Spülmaschine. Wenn ihr keine Spülmaschine habt, das habe ich unterwegs auch schon mal gemacht, dann habe ich einfach einen Topf mit Wasser aufgekocht. Ich habe die dann einzeln nach und nach in das kochende Wasser gelegt. 2-3 Minuten drin gelassen, passiert nichts. Das Wasser hat ja, ich weiß nicht, 100 Grad und die sind ja bis 260 Grad ausgelegt. Ging auch super. Und das ist natürlich auch noch so ein Tipp, das unterwegs könnt ihr das auch noch mal machen, wenn ihr feststellt, die Silikonform holt ihr gerade mal aus eurem Schrank im Fahrzeug und die ist überhaupt nicht lecker. Dann könnt ihr die entweder versuchen auszuwaschen oder einfach Wasser aufsetzen, auskochen, fertig. Ja, so viel zur Reinigung. Was macht man jetzt, wenn der Kuchen nicht aus der Silikonform flutscht? Das sind auch Sachen, die können wirklich passieren, ist mir auch schon passiert. Dann hängt man da und versucht die Silikonform mit der Omnia-Form einfach umzudrehen und es flutscht nicht raus und man merkt schon, da bricht irgendwas und denkt sich, verdammte Kiste, wie kriege ich das jetzt raus? Da gibt es einmal zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ihr habt ein bisschen Geduld. Bitte lasst den Kuchen, so wie er ist, in der Silikonform etwas stehen. Durch die Feuchtigkeit, die dann entsteht, weil der Kuchen ja abkühlt, besteht die Möglichkeit, dass ihr den Kuchen auch durch Umstülpen wieder rausbekommt. Wenn das alles nicht funktioniert, und bitte nicht mit dem Messer hier reingehen oder so, das macht eure Silikonform kaputt, gibt es nämlich eine andere Möglichkeit. Das ist die Krempeltechnik. Ich habe da mal einen Kuchen vorbereitet, den anderen, das ist jetzt der, den ich jetzt tatsächlich in der Silikonform gemacht habe. Ist ein bisschen tricky die Sache, weil das Ding ist ja völlig heiß, wenn es ausholt. Meins ist jetzt schon kalt. Ich habe Glück. Aber man hat mich auch oft schon auf Veranstaltungen erlebt, wo ich dann die Silikonform wirklich so rausgehoben habe, wo die heiß war. Und wenn es heiß ist, ist das noch ein bisschen schwieriger, weil die ist noch ausgedehnt. Wenn ihr noch 2 Hände mehr dazu nehmen könnt, schnappt sie euch. Wie gesagt, dann könnt ihr die rausheben. Ihr dreht die Backform um, stellt euren heißen Kuchen da drauf und krempelt eure Silikonform einfach um. Wie gesagt, ist wirklich, wenn es heiß ist, sehr, sehr tricky. Funktioniert super. Ja, dann habt ihr das ganze Zeug hier runter. Dann nehmt ihr euch 2 Messer oder 2 Tortenheber. Ich habe nur einen teilweise mit. Geht hier drunter und hebt euren ganzen Kuchen einfach hoch. Und stellt ihn auf den Teller, der jetzt nicht vorhanden ist, stellt euch den einfach vor, hier steht ein Teller und stellt ihn auf den Kuchenteller. Aber dann habt ihr den Kuchen wirklich rausgehoben und so kriegt ihr auf jeden Fall den Kuchen raus. Wie gesagt, ist eine heiße Angelegenheit, funktioniert aber. Funktioniert wirklich und dann könnt ihr euren Kuchen tatsächlich so rausheben und ihr habt auch keine Angst haben, dass da noch irgendwas schief geht. Das sind halt die 2 Möglichkeiten. Einmal die Möglichkeit, lasst ihn bitte in der Form etwas auskühlen, meinetwegen auch ganz, das ist überhaupt nicht schlimm und guckt dann, ob ihr den rausbekommt. Weil aufgrund der Feuchtigkeit, die wie gesagt entsteht, habt ihr die Möglichkeit, dass sich dieser festgeklebte Kuchen einfach wieder löst. Das kann in jeder Silikonform einfach passieren. Und ansonsten macht ihr halt die Krempeltechnik. So viel dazu, was mache ich, wenn mein Kuchen in der Silikonform klebt. Ich habe jetzt noch eine ziemlich wichtige Sache. Das ist, glaube ich, so ein Modetrend gerade auf Social Media geworden. Und zwar geht es darum, dass einige die Silikonform auf das Aufbackgitter stellen. Das sieht dann so aus. Ja, ihr seht das ein bisschen höher. Und zwar bezwecken die damit, dass der Kuchen gleichmäßig von der Ober- und Unterhitze liegt. Aber das Problem bei der ganzen Sache ist, ihr schadet eurer Silikonform. Und zwar ganz drastisch, weil hier unten bildet sich ein Hitzestau. Und dadurch wird dann auch das Aufbackgitter total heiß, das ist ja Edelstahl, das wird mega heiß und auf Dauer schadet ihr halt eurer Silikonform. Viele sind halt wirklich der Meinung, das wäre besser, das ist wesentlich schlechter. Und ich habe ja vorhin im Video gesagt, dass Omnia die alte Silikonform hier oben verkürzt hat. Das hat ja den Grund gehabt, dass hier oben halt alles angefangen hat zu schmoren. Und das ist bei den Silikonformen auch. Die fangen hier oben an zu schmoren und werden schwarz. Ihr habt dadurch, dass ihr meint,
dadurch liegt euer Kuchen höher oder gleichmäßig an Ober- und Unterhitze, habt ihr genau den negativen Aspekt, genau das Gegenteil bewirkt ihr damit. Ihr zerstört auf Dauer damit eure Silikonform. Deswegen, ich bitte euch wirklich darum, lasst das sein. Und wenn ihr das irgendwo gesehen habt und sagt, ah, wie cool ist das denn? Ist nicht cool, ist gar nicht cool. Das ist cool für den Händler, wo ihr eine neue Silikonform kaufen könnt. Ich freue mich drüber, gar keine Frage, aber das Ding soll halten. Und deswegen bitte nicht sowas machen. Die Silikonform ist dafür gedacht, deswegen sind auch hier die Einkerbungen, die in die Form zu legen. Bitte tut das nicht. Und wenn ihr das seht, bitte macht doch den Poster darauf aufmerksam, dass das nicht gut ist für die Silikonform. Ja, ihr helft wirklich vielen anderen damit, die Silikonform zu retten. Von daher, das lag mir nochmal ganz, ganz doll am Herzen. Macht es nicht, die Silikonform gehört in die Form und nicht auf das Aufbackgitter. Und dann bekomme ich auch ganz oft Mails. Mails eigentlich, ich sag mal, mit Reklamationen oder Beschwerden. Und zwar sind die Mails dann sowas wie: Liebes für Reifen, ein Klo-Team. Ich habe bei euch einen Omnia-Backofen mit Silikonform gekauft und diesen erstmal ausprobiert. Die Silikonform ist bei der erstmaligen Benutzung gerissen. Was mache ich falsch? Ja, dann gibt es eine Mail von mir zurück. Ich frage erstmal ein bisschen nach, was heißt denn eigentlich gerissen? Und was hast du gemacht? Was ist passiert? Kannst du bitte Fotos schicken? Und dann bekomme ich auch Fotos oft zurück. Und manchmal kriegen wir auch die Exemplare einfach per Post zurück mit der Reklamation und wir sollen bitte umtauschen und ähnliches. Dann haben wir halt solche Silikonformen in der Post, die dann teilweise wirklich gerissen sind. Ich frage dann natürlich auch immer noch mal nach, was habt ihr gemacht? Ich kann es mir schon denken, aber ich frage trotzdem nach, denn es ist dann schon ziemlich extrem, wie diese Silikonform reißen. Ja, das ist also bei der erstmaligen Benutzung, kenne ich das mittlerweile, denn das ist ein Anwendungsfehler. Und damit euch das nicht passiert, werde ich euch jetzt mal zeigen, wie das denn passieren kann. Ich werde jetzt keine Silikonform opfern, sondern ich erkläre euch einfach mal, wie das passieren kann, dass ihr halt solche Silikonform hinbekommt, weil das ist definitiv von zu hoher Hitze. Und das kann nur dann passieren, wenn ihr entweder das Unterteil vergessen habt. Wo habe ich denn das Unterteil? Hier. So, das kann passieren, wenn ihr halt, oh, noch mehr Unterteile. Wenn ihr halt die Silikonform hier drin habt, euren Kuchen oder alles andere hier reingemacht habt, Deckel drauf und das Ganze dann so, wie es ist, auf den Gaskocher stellt. Ihr dürft niemals das Unterteil vergessen. Vergesst ihr das Unterteil, garantiere ich euch, nach ganz kurzer Zeit habt ihr mindestens so ein Exemplar. Und wenn ihr ein bisschen wartet, habt ihr auch noch so ein Exemplar. Das ist eigentlich der Hauptfehler Nummer 1, dass ihr das Unterteil vergesst. Ein Fehler, der noch passieren kann, ist einfach, dass ihr es einfach zu lange drauf lasst, zu hohe Hitze aussetzt. Das heißt, viel zu lange auf großer Flamme verwendet. Die Silikonform, wenn ihr die benutzt, bitte im Höchstfall 5 Minuten auf hoher Flamme. Alles andere zerstört ihr eure Silikonform. Die hat ein Gradmaß von 260 Grad, kann die aushalten. Aber der Omnia hat vor allen Dingen hier unten viel mehr als 260 Grad auf Dauer. 5 Minuten klappt, gar kein Thema. Kuchen sowieso immer auf kleiner Flamme, da würde das gar nicht passieren. Aber wenn ihr wirklich 10 Minuten oder gar Viertelstunde auf hohe Flamme macht, ja, dann habt ihr solche Exemplare. Und dann ist es wirklich Eigenverschulden. Es ist kein Garantiefall, es ist keine Reklamation, es ist Eigenverschulden. Da liegt auch kein Herstellerfehler vor. Das ist wirklich das Problem, was ihr euch selber angedudelt habt. Ihr habt einfach die Flamme nicht runtergeregelt, ihr habt eventuell das Unterteil vergessen. Was auch manche passieren, und das finde ich mal ganz süß, wenn die das so in den Facebook-Gruppen zugeben. Ich habe einen Kuchen gemacht und ich habe meine Silikonform geschrottet. Und wie es passiert, ich habe mit der Nachbarin gequatscht. Habe vergessen runterzudrehen. Das ist ehrlich und das ist witzig und das ist wirkliches Eigenverschulden. Aber es passiert. Wirklich, solche Sachen, Leute,
Wenn ich Fotos davon bekomme und ihr mich fragt, sage ich euch gleich, es ist einfach zu große Hitze. Ich frage aber auch immer vorab, was habt ihr gemacht? Ihr müsst euren Fehler ja erkennen. Ihr müsst ja wissen, das Unterteil nicht vergessen. Dann kommt auch oft, wieso muss ich das drunter haben? Ja, das ist für die Unterhitze zuständig. Wir machen noch mal ein Video nur über den Omnia-Backofen. Und dann gehe ich auch noch mal explizit darauf ein. Das ist wirklich für die Unterhitze zuständig und es ist essentiell notwendig, dass ihr das drunter habt. Bitte. Deswegen, ihr habt ja gerade gesehen, ich habe aus meinem Omnia-Backofen das Unterteil so rausgenommen. Ich habe das immer so verpackt und kann das Unterteil dann eigentlich auch gar nicht vergessen, weil das Unterteil ist immer im Omnia drin. Ja, so viel dazu. Wie kriegt man solche Exemplare hin? Ich sage jetzt, wie kann man solche Exemplare vermeiden? Das ist dann ganz einfach. Ihr habt aufgepasst, ne? Genau. Unterteil nicht vergessen und keine zu hohe Hitze. Im Höchstfall 5 Minuten. Das ist wirklich 5 Minuten höchste Flamme. Wichtig. Ihr dürft es nicht länger machen. Und dann garantiere ich euch, bleibt eure Silikonform entweder so oder so oder so. Aber niemals so. Das ist Geschichte. Und wenn ihr mir jetzt zugehört habt und dieses Video toll verfolgt habt, dann bekomme ich auch gar nicht mehr so viele Anfragen. Und ich bekomme keine Reklamation mehr. Und die Bianca ist ganz glücklich. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in den Kommentaren oder meldet euch. Bis zum nächsten Mal.